Hello you, ich bin Lilly Makut und das hier ist die allererste Folge einer Reihe, die ich das Leben und die Liebe und so getauft habe. Ich bekomme für diese Reihe Fragen gestellt und dann setze ich mich mit meinem Spirit-Team zusammen und channele eine Antwort darauf. Und dazu gibt es auch gleich mal einen Hinweis. Die Antworten, die du hier hörst, erheben natürlich keinerlei Anspruch darauf, vollständig oder universell gültig zu sein. Und sie sind nicht als Ersatz für medizinische oder therapeutische Beratung gedacht, aber sie können eine schöne Ergänzung dazu sein. Und damit geht's auch gleich schon los. Die erste Frage, die ich für diese Reihe gestellt bekommen habe, kommt von Kara. Kara schreibt, ich stelle mir seit Jahren die Frage, warum ich eigentlich hier bin. Was hat sich meine Seele vor der Reinkarnation eigentlich dabei gedacht, genau jetzt auf die Erde zurückzukommen? Und wie schaffe ich es, meine Existenz bis zum Schluss gut über die Bühne zu bringen? Wir starten also mit einer ganz kleinen Frage, in der es gleich mal um die Existenz als Ganzes geht. Und Kara hat mir ihr Einverständnis dafür gegeben, dass ich auch mit ihrem Spirit-Team sprechen darf und kann. Und prompt kam für die Beantwortung dieser Frage gleich mal ein Wesen, das man als sogenannten Soul Guide bezeichnen könnte, also ein Wesen, das Kara schon durch alle Inkarnationen ihrer Seele begleitet hat. Und dieser Soul Guide hat mir dann Folgendes gezeigt. Kara, du wolltest schon immer die Geheimnisse des Lebens erkunden. Du wolltest also wissen, wie spielen Spirit und die Menschen miteinander? Wie funktioniert das, dass wir gleichzeitig sterbliche Menschen und unsterbliche Seelen sind? Wie kann es sein, dass wir als Menschen erstmal alles wieder vergessen, was die Seele schon mal gelernt hatte? Und warum? Wo es doch so viel praktischer wäre, sich an alles erinnern zu können. Deshalb war das Thema, das dich in vielen deiner Leben begleitet hat, diese Schnittstelle zwischen Menschsein und Seele sein zu erleben. Das heißt, du hast sowohl viel über deine Seele lernen wollen, als auch darüber, was es heißt, ganz Mensch zu sein. Als Körper, als Geist, als Emotionskörper, als Channel und so weiter. Und das, womit du dabei aber auch immer wieder gestrauchelt bist, war, dass du als menschlicher Körper nicht alles auf einmal machen oder sein kannst. Dass du also nicht alles gleichzeitig fühlen, sehen, erledigen, verstehen kannst, sondern dass es dafür hier auf der Erde jeweils Zeit und Raum braucht. Zeit, um was zu lernen und Raum, um Dinge auszuprobieren. Und dass man als Mensch bestimmte Dinge lernen muss, weil man die nicht einfach so kann oder verstehen kann oder wissen kann. Dein Soul Guide hat mir dazu auch ein besonders erfolgreiches Leben gezeigt, in dem du mit diesem Thema zu tun hattest. In diesem damaligen Leben warst du eine Lehrerin, die Kindern die Magie des Schreibens beigebracht hat. Du hast den Kindern also Geschichten erzählt und ihnen dann beigebracht, wie sie diese Geschichten so aufschreiben könnten, dass die Gefühle aus der Geschichte echt bleiben und weitererzählt werden konnten. Die Schrift, die ich im Zusammenhang mit diesem Leben gesehen habe, war eine arabische Schrift, aber wo dieses Leben genau stattgefunden hat, konnte ich leider nicht sehen. Und diese Lehrerin hat vor allem Kinder aus der Nachbarschaft unterrichtet. Das war aber keine tatsächliche Schule, sondern das lief alles eher ziemlich informell ab und freundschaftlich. Und was das Schönste an diesem Leben war, war, dass du als Lehrerin den Kindern vor allem beigebracht hast, mit dem Herzen zu hören und mit dem Herzen Geschichten zu erfinden. Du hast ihnen also immer wieder gesagt, wenn dir im Herzen warm wird, dann ist es richtig, dann hört deine Seele zu. Dein Soul Guide hat mir dann aber auch noch ein Leben gezeigt, in dem du an deinem Thema so ein bisschen gescheitert bist. In diesem damaligen Leben warst du ein männlicher Priester, der für einen bestimmten Herrscherhof gewisse Gottheiten channeln sollte. Und dabei stieß dieser Priester immer wieder an seine Grenzen, weil die Leute, die diese gechannelten Infos bei ihm in Auftrag gegeben hatten, sich dann teilweise doch auch nach anderen Kriterien gerichtet haben, als nach denen, die du bzw. der Priester gechannelt hatten. Und es war recht schmerzhaft für diesen Priester, auch deshalb, weil er nicht der einzige Berater am Hofe war, aber er wäre gern der einzige gewesen. Und das alles hat ihn sehr, sehr wütend gemacht, weil er in den gechannelten Infos eine gewisse Absolutheit vermutet hatte, die aber nicht ganz so absolut war, wie er dachte. Anders gesagt, er hatte quasi einen gewissen Tunnelblick, der ihm das Leben so ein bisschen vermiest hat. Und jetzt kommen wir aber zu diesem Leben. Du wolltest ja wissen, warum du ausgerechnet jetzt wieder hier auf der Erde gelandet bist. Und dazu hat mir dein Soul Guide Folgendes gezeigt. Du möchtest in diesem Leben die Verbindung zwischen Herz und Seele wiederfinden. Und du möchtest dafür alles verheilen, was dem im Weg steht.
Also möglichst viel von dem Schmerz aus vergangenen Leben und auch den Schmerz, der darüber entstanden ist, dass wir Menschen insgesamt so viel vergessen haben, was die Verbindung aus Herz und Seele angeht. Etwas in dir weiß, dass das Herz die schnellste Verbindung zum sich erinnern ist. Und etwas in dir weiß, dass du dorthin kommen kannst, diese Herzensverbindung wieder zu etablieren. Und zwar zuerst mal in dir selbst und dann in deinen engsten Kreisen. Und mir wurde gezeigt, dass du mehr eigentlich gar nicht möchtest in diesem Leben. Es geht ja also nicht darum, einen großen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, aber du möchtest, dass deine Herzensverbindung in deinen unmittelbaren Kreisen um dich herum wieder eine Verbindung zur Seele und zu seelischen Wahrheiten weckt. Du hast ein sehr klares Gespür dafür, was alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahrhunderten hier auf der Erde. Und du möchtest deinen Beitrag dazu leisten, da wieder was gerade zu rücken, weil du spüren kannst, dass du schon mal wusstest, wie das Menschliche und das Seelische gut zusammenspielen können. Und das möchtest du wieder erleben. So wie damals, als du den Kindern aus der Nachbarschaft dabei geholfen hast zu spüren, wann eine Geschichte das Herz berührt und wann die Seele gern zuhört und wann die Seele überhaupt zuhört. Also wie diese Verbindung zwischen Menschsein und Seele sein klappen kann. Und wie du das alles machst, bleibt dir aber selbst überlassen. Das heißt, ob du das wieder mit Kindern machen möchtest oder einfach im Freundeskreis oder partnerschaftlich oder einfach für dich selbst oder beruflich oder für ein anonymes Publikum, bleibt absolut dir selbst überlassen. Dafür gibt es keine Vorgaben für dieses Leben. Und zum Abschluss habe ich dann noch gefragt, was dir denn dabei helfen könnte, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Und da kam als Antwort dein Herz tatsächlich. Das hat eine ganz eigene Intelligenz und die würde sich dir gern wieder mehr zeigen dürfen. Das heißt, die Einladung hier wäre, denk dir dein Herz als einen deiner Guides. Geh also gern mal meditativ in dein Herz hinein und lass dir dann von deinem Herzen zeigen, wo es dich gern hinführen würde. Sowohl beruflich als auch privat, als auch zwischenmenschlich. Und statt ich denke, also bin ich, gilt für dich also ich fühle, also bin ich. Anders gesagt, wo du dein Herz nicht spüren kannst, steckt für dich keine Wahrheit drin. Das langweilt dich also sofort. Oder umgekehrt, wo dein Herz aufleuchtet, da willst du hin. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, kannst du dich innerlich gern mit der Lehrerin aus deinem anderen Leben verbinden, die weiß, wie sich das Herz anfühlt, wenn was echt und wahr und richtig ist für dich. Dann wird ihr und damit also auch dir das Herz ganz strahlend und dann weißt du, dass die Seele zuhört und dass dein Menschsein und deine Seele wieder zusammenspielen sozusagen. Das müsste ein ganz schönes, warmes Gefühl sein und die Einladung hier ist, damit wirklich mal ein bisschen rumzuspielen. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.